Es ist ein cooles Handy, das ich habe. Oh ja, wir lieben unsere Handys. Oder warum sonst haben wir sie immer und überall mit dabei? Kennst du das auch? Geht's dir auch so? Also bei mir ist das so. Ich heiße Sam Zimmermann, bin aus der Schweiz, 42 Jahre alt und ja, auch ich habe so ein Handy und es ist immer und überall irgendwo präsent. Ich denke, es geht bei ganz vielen Menschen so, dass das Handy an viele Orte mit darf, wo sonst nichts oder niemand mit dabei sein darf. Oder nimmst nicht du auch dein Handy mit aufs WC? Oder vielleicht sogar unter die Dusche? Viele Handys sind ja heutzutage wasserdicht, da kann das auch dorthin mit. Und ja, hier ist mein Handy, auch hier ist es mit dabei. Und ich will dir jetzt zeigen, wie ich so ein bisschen meinen Bezug zum Handy verändert habe. Es ist ein cooles Handy, das ich habe, stabil, damit es mir sicher nicht kaputt geht. Deshalb kann ich es auch einfach so wegschmeißen. Und ich bin sicher, dass das Ding das überlebt. Und jetzt, ja, so eine super Sache, ein Handy, ein cleveres Ding. Und doch hat es für mich in meinem Leben irgendwo viel Zeit eingenommen, viel Raum. Ich habe mich erwischt, damit schon wieder da drauf zu schauen, mich ablenken zu lassen von anderen wichtigen Dingen, die ich eigentlich umsetzen möchte. Und ich habe dann bewusst die Entscheidung gemacht, nein, ich will das Handy bewusst nutzen und das Handy an gewissen Zeitpunkten außen vor lassen, ihm nicht mehr erlauben, einfach mit dabei zu sein. Weil das geht ja nicht, dass das einfach mein Leben bestimmt und bestimmt, dass ich dauerhaft da drauf schaue. Falls es dir auch so geht, hilft dir vielleicht dieser Tipp, den ich dir jetzt hier bringe. Der Titel des Videos heißt, warum das Handy ein eigenes Bett braucht. Ein eigenes Bett? Ja, genau. Mein Handy hat ein eigenes Bett. Und das eigene Bett des Handys hat einen ganz klaren Grund. Vielleicht war es auch bei dir so, dass dein Handy sogar mit ins Bett durfte. Und somit auch so das Letzte war in deinem Alltag, das du noch so in der Hand hattest, das du dann noch anschautest, darauf herumstreichelst und dann so mit den müden Augen weglegtest. Und das Erste, das du dann am Morgen in die Hand nimmst, ist ebenso dein Handy. Ja, bei mir war das so und ich habe entschieden, nein, stopp damit. Weil ich habe herausgefunden, dass es mir nicht gut tut, mit dem Handy in den Tag zu starten und mit dem Handy den Tag zu beenden. Es hat mich irgendwie sehr eingenommen. Dann geht man noch irgendwas durch auf dem Handy, das ja, einem nicht wirklich viel bringt. Und am Ende träumt man dann noch davon, von diesen News, die man noch so ein bisschen durchgeschaut hat oder irgendwelche andere Dinge. Und deshalb habe ich bewusst entschieden, das Handy kriegt sein eigenes Bett, seinen eigenen Ort zum Übernachten. Und an diesen Ort muss es natürlich hingehen, bevor ich in mein Bett gehe. Und das Handybett, das ist natürlich nicht direkt neben dem Bett, sondern ganz bewusst gewählt in einem anderen Raum. Auch dort so ein bisschen an einem Ort, wo ich es bewusst hinbringen muss und dann auch bewusst hingehen muss, um es wieder abzuholen. Und so habe ich es für mich hingekriegt, das Handy zum einen am Abend früher wegzulegen und zum anderen am Morgen später wieder aufzuwecken. Ich schalte dann mein Handy runter auf ganz leise, damit es, wenn was in der Nacht reinkommt, mich nicht weckt oder irgend sowas. Ich schalte es nicht aus, weil sonst müsste ich es am Morgen wieder einschalten und dann schon bewusst irgendwelche Nachrichten empfangen. So herum sind die Nachrichten dann auf dem Handy drauf und mich stört das nicht, wenn das so
in der Nacht bereits an ist. Manche Menschen mögen das vielleicht ausschalten, wenn du denkst, das hilft dir, tu das unbedingt. Kann durchaus sogar noch eine bessere Variante sein. Jetzt magst du dir vielleicht sagen, ja, aber Hilfe, ich brauche mein Handy. Mein Handy ist auch gleichzeitig mein Wecker. Ha, ja, der Wecker. Das sagen so viele. Kauf dir doch einfach einen anderen Wecker. Es gibt ganz gute, günstige Varianten eines Weckers, die sogar noch irgendwie fancy aussehen auf dem Nachttisch und dich durchaus ganz gut wecken. Und so kannst du die Zeit deines Handys minimieren, die Handynutzung minimieren und somit dein Leben etwas anders leben. Etwas anders als vielleicht jeder andere und vor allem bewusster. Mir persönlich hilft es, das Handy früher zum Schlafen zu legen, dann bewusst vor dem Schlafen andere Dinge zu tun und eben im Bett nicht als letztes noch aufs Handy zu schauen. Ebenso bin ich zurzeit so weit, dass ich am Morgen das Handy erst so nach 1 bis 2 Stunden, je nach Tag, überhaupt holen gehe. Das heißt, meine ersten 1, 2 Stunden des Tages sind komplett handyfrei und das ist unglaublich genial. Man hat dann nicht mehr diese Ablenkung und kann sich auf die Dinge, die man am Abend vorher geplant hat, konzentrieren und diese umsetzen. Falls du also das für dich wünschst, die Dinge, die du am Abend angedacht hast, am Morgen auch angehen zu wollen und dich nicht vom Handy ablenken zu lassen, kann das eine gute Variante vielleicht auch für dich sein. Probiere es unbedingt aus, damit du deine Ideen umsetzen kannst. Hey, ich wünsche dir das Beste damit und falls du selbst noch andere Ideen hast, wie du deine Handynutzung besser in den Griff gekriegt hast, lass es in den Kommentaren da und schnapp dir ein Abo dieses Kanals und bis zum nächsten Mal. Ciao!